Ihr habt Lust auf einen schnellen und einfachen Snack? Na, dann seid ihr heute hier richtig bei mir. Es sind nur wenige Zutaten, die ihr benötigt. Den Cheddar-Käse, den ich für dieses Rezept verwende, den raspel ich hier eben ganz schnell mit meiner Küchenmaschine. Geht natürlich auch händisch, wenn ihr da eine Reibe habt. Aber ich würde es tatsächlich schon wirklich vorher reiben und nicht in Stückchen machen. Dann ist die Verarbeitung viel einfacher. Weil ich das Gefäß gleich wieder brauche, werde ich den Cheddar-Käse mal eben kurz umfüllen, gebe jetzt hier mein Messer hinein und nun füge ich das Mehl mit hinzu. Ihr könnt sowohl Weizen als auch Dinkelmehl verwenden. Ich habe jetzt helles genommen. Ihr könntet es auch mit Vollkorn machen, braucht dann aber später mehr Flüssigkeit. Salz, Paprikapulver und Butter kommen noch hinzu, genau wie der Käse. Und das genaue Rezept mit den Mengenangaben findet ihr selbstverständlich wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch später nochmal zum Schluss, dann könnt ihr euch ganz einfach auch einen Screenshot davon machen, um es dann ganz einfach auch nachzubacken. So, als letzte Zutat gibt es jetzt noch meine selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Wie das funktioniert, das ist wirklich super einfach. Schaut mal oben rechts unter dem i. Nun mixe ich das Ganze richtig schön durch. Wer möchte, kann bei diesem Rezept noch so einen halben Teelöffel Zwiebelpulver hinzugeben. Das ist bei uns tatsächlich jetzt gerade erst leer gegangen, weil ich das sehr, sehr gerne verwende. Das heißt, ich mache das bei uns selber. Ich hole einfach Zwiebeln in großen Mengen, trockne die, mörser die dann und habe dann immer richtig köstliches Zwiebelpulver. Kann ich euch sehr empfehlen, denn das gekaufte, das ist nicht so lecker. So, aber das, wie gesagt, nur wenn ihr das da habt, ansonsten könnt ihr das weglassen. Die werden in jedem Fall richtig lecker. Wichtig, es sollte eine schöne homogene Masse sein, also keine Cheddar-Stückchen mehr oder ähnliches, also richtig schön weich und geschmeidig. Und wie bei einem süßen Plätzchenteig kommt jetzt auch dieser deftige Teig erst einmal für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank, um ordentlich durchzukühlen. Das ist ganz wichtig. Halbe Stunde reicht aus. Ihr könnt es aber auch sonst über Nacht machen. So, und wenn es dann soweit ist, schnapp ich hier meine kleine Fischform. Die habe ich mir extra hierfür besorgt. Ihr könnt selbstverständlich auch jede andere Backform nehmen. Aber diese Form kommt dem Original schon sehr nah. Und das kommt dann später hier auf dem Backblech. Und ich habe dann so einen kleinen Löffel genommen, dann hier den Stiel davon und konnte das damit ganz leicht entfernen. Ihr könnt bei den Fischen auch dann später vielleicht nochmal mit einem Holzspieß kleine Augen machen. Das ist aber wirklich optional. Wichtig ist, wenn der Teig fertig aus dem Kühlschrank kommt, dass ihr auf jeden Fall die Arbeitsfläche mit ein wenig Mehl bestreut. Wie gesagt, das ganze Equipment, was ich nutze und euch auch empfehlen kann, habe ich wie immer unten in der Beschreibung. Ich nehme mir immer hier so ein kleines Stück raus, nicht die komplette Menge, weil bei uns das zu Hause sehr warm ist und dann ist das Problem, dass gerade so Plätzchen oder Keksteige dann zu weich werden und sich nicht so schön bearbeiten lassen. Daher nehme ich immer nur so ein kleines Stück raus. Wenn es bei euch kühler ist, könnt ihr auch gleich den ganzen Teig verarbeiten. Wenn es ein bisschen an der Arbeitsfläche klebt, eben mit der Teigkarte nachhelfen, dann obendrauf noch ein bisschen Mehl geben. Und ihr seht, bei mir ist der Teig dann gleich wieder schon sehr weich. Ich kann hier einfach so runterdrücken, als wäre das nichts gewesen. Aber es ist wirklich einfach. Also ganz unkompliziert. Und ich finde, natürlich kann man sagen, naja, ich möchte jetzt nicht alles selber machen. Aber wenn ihr das mal ausprobiert habt, also es schmeckt einfach tatsächlich besser. Natürlich kann man sich den Biskuitboden fertig gekauft holen oder den Pizzateig oder Kekse oder was auch immer. Aber das Selbstgemachte schmeckt man einfach tatsächlich raus und es schmeckt auch wirklich viel besser. Also, bin ich schon sehr gespannt auf eure Kreation, wie ihr das dann macht, wie es euch schmeckt. Schreibt es mir gerne und bitte verlinkt mich natürlich. Da freue ich mich immer riesig, weil ihr wirklich so tolle Sachen immer macht. Ich bin ja auch sonst noch bei Facebook, Instagram, TikTok und aber auch Pinterest aktiv. Das heißt, wenn ihr auch dort seid,
Gebt mir gerne kostenfrei einen Daumen hoch, abonniert meine Kanäle. Ich freue mich riesig darüber, um hier mit euch auch noch mal ein bisschen weiter zu wachsen. So, der Teig wird am besten relativ dünn ausgerollt. Er sollte so circa 1, 2 Millimeter dick sein. Wenn es dicker ist, ist es nicht schlimm. Dann braucht ihr einfach ein bisschen länger, vielleicht bis zu 15 Minuten Garzeit. Wenn ihr die dünner ausrollt, verkürzt sich die Zeit auch ein bisschen. Hier seht ihr das fertige Ergebnis und dann geht das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze. Und ihr müsst zum Schluss wirklich aufpassen, denn sie werden schnell von ich bin noch nicht fertig zu das war zu viel. Also das ist wirklich meine Empfehlung. Schaut mal, sie lassen sich ganz leicht hier lösen. Ich habe jetzt meine Backfolie und den Mini-Backofen verwendet und da brauchten die keine 10 Minuten und waren fertig. So, und dann habe ich hier so ein schönes kleines Wegglas. Da kommen die rein, können noch ein bisschen auskühlen und schon könnt ihr sie wegsnacken. Hier sind weitere Rezepte für euch und ich bin bald wieder zurück. Liebe Grüße, eure Emma.